Ja, hi, ich bin der Tim und ich komme aus Minden, Industriemechaniker und wollte euch heute mal meinen grünen Polo zeigen. Polo 86C, Pickup-Umbau, gibt es nicht ganz so viele von. Ja, alles soweit selbst gemacht, mit dem G40 Turbo drin, macht auch ordentlich Laune das Auto. Den Polo habe ich seitdem ich 16 bin und das Auto ist eigentlich durch einen Bedarf von einem Ersatzteil entstanden, und zwar eine Hinterachse, die wir für einen Bekannten brauchten. Und der sollte dann diese Hinterachse wieder zurückbringen, also eine neue besorgen, und stand auf einmal mit dem kompletten Auto da. Und da sagte mein Papa dann, ja, was das denn jetzt sollte. Und ja, das wäre ja eine Hinterachse. Dann kam das Auto in eine Garage, stand da halt rum und man wusste nicht, was man mit machen sollte. Mein Papa und Bekannter und ich saßen dann am Computer und dann Bilder gesehen von einem Pickup-Umbau und so von verschiedenen Autos. Da das Auto da war, hat man sich gedacht, jo, schneiden wir den doch einfach mal ab. Und dann haben wir den umgebaut als Pickup. Mein Papa ist den auch noch ein Jahr gefahren. Und dann stand es halt fest, dass ich den kriegen soll. Da war ich dann 16. Und dann habe ich das Auto mit 16 Jahren dann erstmal bis zu meinem 18. Geburtstag umgebaut. Haben, so wie es halt damals üblich war, mit 13 Zoll ATS Classic und normales Fahrwerk rein, tief runter, hat noch ein Sonnendach eingebaut und alles. Und auch schon in grün gefahren, haben dann eine Saison gefahren, nach dieser Saison wieder komplett auseinandergerissen und dann wieder umgebaut. Und da war eigentlich der Plan, reine Showcar daraus bauen. Hatte ganz wilde Ideen, die Motorhaube seitlich öffnen und alle möglichen Schlitze cleanen, Kotflügel zuschweißen und, was ich damit alles vorhatte. Und ja, angefangen, zerlegt, alles auseinander, ganzen Dichtmassen raus, den ganzen Kram, alles soweit leer geräumt. Und dann hat sich dieses Projekt irgendwie so entwickelt über die Umbauzeit. Die Umbauzeit, die letzte, waren jetzt 8,5 Jahre fast. Und in diesen 8,5 Jahren hat sich der Geschmack so extrem geändert, dass ich halt von diesem Showcar doch irgendwie weg wollte und mehr so in Richtung, ich sag mal, Rennauto halt. Und dann mit einem Bekannten gesprochen, was macht man, Mensch, hier wegen Motor, hin und her, und dann kamen halt viele Meinungen zusammen und ich wollte eigentlich einen 1.8T einbauen, aber dann auch, ja, das ist zu schwer, und ja, dann hat ein Kumpel einen G40 Turbo gefahren und ja, einmal mitgefahren und sofort gesagt, geiler Motor, macht richtig Laune, ist relativ Plug-and-Play, dachte ich zumindest erstmal, und dann stand Motorwahl fest. Und daraufhin hat sich das ganze Auto dann aufgebaut, dass ich dann wirklich gesagt habe, okay, strikt durch, das Auto wird komplett leer geräumt, es kommt nur noch das rein, was ich zum Fahren brauche. Es kommt kein Radio rein, keine Musikanlage, nichts, alles raus. Und ja, dann habe ich den so fertig gemacht, bin dann jetzt muss ich überlegen, 2016 ist es gewesen, war ich fast fertig, hatte das Auto komplett fertig da stehen, hatte mir damals GFK-Kotflügel gekauft und fand ich optisch total schön. Die waren halt breiter gebaut. Und beim Einstellen des Fahrwerks ist mir noch aufgefallen, dass die eine Seite 1 Zentimeter schmaler war. Und was mache ich jetzt? Komplett Kotflügel umarbeiten. Naja gut, kaufst du dir die Gruppe H Breitbau, Radläufe für vorne und laminierst die an die GFK-Kotflügel. Ja, hinher, probiert, geguckt, angehalten. Ja, verdammt, sieht in der Breite doch sehr geil aus. Und somit ist dann ein kompletter Breitbau daraus entstanden.
Da das Auto vor dem Pickup-Umbau halt ein Steilleck war, mit dem typischen geraden Radlauf hinten, wollte ich diese Linie halt auch gerne beibehalten, weil das macht dieses Auto aus. Und habe dann halt angefangen und habe mir komplett die hinteren Radläufe selber gebaut aus GFK. Mit Bauschaum, ausgeschäumt, gemacht, getan und abgeformt und ja, in mühseliger Kleinarbeit alles soweit fertig gemacht. Und dann stand dieses Auto noch mitten im Umbau. Dann bekam ich die Zusage für Polo Dome bei Tuning World und naja, hatte halt ein Auto da stehen, was jetzt Radläufe dran hatte, was hier, da umgebaut war, aber noch nichts lackiert und alles. Und musste aber in wenigen Wochen dann auf die Messe. Und da haben wir dann alle zusammen angepackt, meine ganzen Kumpels auch mitgeholfen, gemacht, getan. Haben dieses Auto in einer Zeit zusammen geschustert, dass es ja, teilweise fast in der Halle geschlafen. Und ja, der Lack, der war noch nicht ganz trocken. Da habe ich mit meinem Folierer gesprochen, du musst da Folie draufkleben. Da war er erst überhaupt nicht begeistert von. Und dann haben wir das Auto 2 Tage vor Tuning World noch foliert. Und ja, dann ab zu Tuning World und da war dann der erste Rollout quasi. Und die Reaktion von den ganzen Leuten war für mich sehr positiv. Klar, man baut das Auto für sich selber. Und trotzdem macht es aber einfach Spaß, wenn das Auto gut ankommt und wenn die Leute halt da auch Gefallen dran haben. Und auch jetzt im Nachhinein macht es halt Spaß, wenn ich mit dem Auto durch die Gegend fahre und mich sprechen ältere, jüngere Leute, egal welche Altersklasse, an und sagen, ey, cooles Auto, gefällt mir. Oder letztens hatte ich einen, der dann auch meinte, ey, ich habe früher auch ein Polo gefahren, wie hast du das hier umgebaut? Das gibt's doch gar nicht, gab es den so von VW? Und ja, das ist halt einfach das Coole daran, das macht halt einfach Spaß. Ja, verbaut in den Polo habe ich einen H&R Deep, weil ich hatte erst überlegt Luftfahrwerk, aber nee, zu einem Rennauto gehört eigentlich ein Static-Fahrwerk und ja, habe dann mich für das H&R entschieden und um halt den Breitbau dann dementsprechend besser in Szene zu setzen, kamen dann die damaligen OZ, die ich erst drauf hatte, kamen runter im Umbau. Und durch einen doofen Zufall bin ich dann auf die eBay Alurad gestoßen und die halt mit einem schönen Tiefbett sauber auf dem Auto aussehen. Und als nächster Step liegen schon parat in der Garage, die müssen jetzt noch zusammengebaut werden, echte WBS Dreiteiler. Und diese werden dann wahrscheinlich zum inneren Blumenpflücken dieses Jahr dann noch aufs Auto kommen. Ja, Motor. Wie gesagt, Kumpel hatte ein Auto und mit dem G40 Turbo drin. Daraufhin sind wir halt dann auf G40 Turbo gekommen, haben diesen dann einmal neu aufgebaut, komplett Innereien, alles raus, einmal alles neu, haben den Krümmer von Rothe da drin, darauf dann erstmal einen K03-Lader letztes Jahr gefahren, dieses Jahr dann jetzt einen Upgrade-Lader. Und halt alles komplett selber da an die Karosse angepasst mit Ladeluftkühler und allem drum und dran. Alles so eingebaut, dass man es von außen nicht direkt sieht. Das Einzige, was man von außen sieht, ist halt der Ölkühler. Der musste halt auch notgedrungen nach außen gebaut werden, weil im Motorraum vorne kein Platz mehr drin war. Das ist halt beim Zweier doch ganz schön eng nach vorne alles. Und ja, damit das halt optisch auch alles dementsprechend ist, weil klar, Rennauto hin und her, eigentlich Technik zählt, aber ein bisschen Show sollte ja schon sein. Motorraum komplett gecleant, alles soweit versteckt, die Kabel komplett außenrum gelegt, alle von vorne gezogen, kompletten Kabelraum dementsprechend auch verlängert, gemacht, getan und dann halt alles in dem kompletten Stil vom Auto mit Grün, Anthrazit, Schwarz, alles angepasst.
damit es halt nicht mehr so verspielt ist wie früher. Früher hatte ich im Motorraum mit Rot und Grün alles drum. Ne? Ja, was sagte ein Bekannter so schön zu mir, das Auto ist mit dir erwachsen geworden. Und naja, da sieht man halt doch schon so, was in den letzten 10 Jahren passiert ist mit dem Auto. Und ja, diesen Stil wollte ich halt durchs komplette Auto weiterziehen. Ja, um Platz auch zu kriegen, weil vom Turbo die ganzen Rohre nach oben von der Wasserkühlung und den Ölvorlauf und so alles oben drüber hergeht, wollte ich eigentlich erst eine GFK-Haube draufsetzen. Die GFK-Haube kam dann an, war aber auch nicht in so einer guten Qualität. Und dann habe ich gedacht, ja gut, für den Platz, um dann auch Luft auch noch zusätzlich reinzukriegen, baue ich die Haube um. Und habe mich dann so ein bisschen in die Lancia Delta Haube verliebt und bin dann extra nach Bremen zur Classic Motor Show gefahren und habe da mit den ganzen Lancia-Fahrern dann auch gesprochen, habe mit dem Zollstock noch nachgemessen, wie so ist von der Höhe und alles, zig Fotos gemacht und habe mir dann halt die Haube quasi selber gebaut. Habe die GFK-Haube als Grundrahmen genommen ringsrum und habe dann komplett die Hutze mit den Lüftungsgittern und so dann alles selber mir so entworfen, dass es halt auf die Polo-Haube passt. Weil die originale Lancia-Haube ist leider 10 cm länger als die Polo-Haube. Und ja, dementsprechend auch das ein kleines Einzelstück an dem Auto, was es sonst so auch nicht zu kaufen gibt. Ne? Ja, Innenraum auch nur das Nötigste, sprich alles raus. Dämmmatten waren ja sowieso schon rausgekommen. Dementsprechend innen drin keine Fußmatten, kein Teppich, kein Dachhimmel, eigentlich wirklich nur Armaturenbrett, Sitze, Käfig, Gurte, fertig, muss reichen. Also alles andere, Musikanlage ist alles rausgeflogen. Ich habe das Armaturenbrett auch nur auf das Nötigste gekürzt, nur der obere Rahmen. Das Ganze dann nur erweitert mit Zusatzinstrumenten, damit ich die wichtigen Punkte alles im Blick habe beim Fahren. Und ja, ansonsten sehr auf die Marke Sparco bezogen im Innenraum, habe mich dabei ja, hin und her überlegt, was nimmt man für Sitze, was nimmt man für Lenkrad und naja, über Sparco konnte ich einmal so fast alles abdecken, habe gesagt, jo, das passt einfach alles gut zusammen. Die breiten Gurte sind 5-Punkt-Gurte verbaut und ja, eigentlich rein das, was man wirklich nur braucht. Dadurch, dass ich mir den Auspuff umgebaut habe und den in die Mitte verlegt habe, war unterm Auto jetzt nicht mehr so viel Platz und dadurch kam dann der Tank in den Kofferraum. Erst hatte ich mir einen Trabi-Tank geholt, weil ja, recht einfach umzubauen, den in den Kofferraum zu setzen. War dann aber auch alles keine schöne Lösung, habe mich dann doch für einen Renntank entschieden. Das mochte der TÜV-Prüfer auch lieber. Der war mit dem Trabi-Tank auch nicht ganz so einverstanden und ja, dadurch dann den Tank hinten rein, die Batterie auch alles im Kofferraum, damit sie aus dem Motorraum verschwindet. Da auch auf leichte Batterien umgebaut und ja, Spritpumpe alles im Kofferraum, damit das alles schön optisch auch da drin sitzt. Unterm Auto ist davon jetzt nichts mehr und ja. Ansonsten den Käfig auch komplett erweitert, so wie er nach vorne im Motorraum erweitert ist, ist er auch nach hinten erweitert. Hinten sind auch einige Streben durch den Pickup-Umbau drin, die halt dann doch auffallen und das ganze Auto halt doch ganz schön stabil machen dadurch. Ja, zum Thema Rennauto gehört eigentlich auch ein Diffusor. Ja, zu kaufen gibt es für den Polo halt nichts und habe halt überlegt, wie ich das mache und bin dann am Ende bei einem Alublech stehen geblieben, wo ich dann gesagt habe, okay, den baue ich mir jetzt einfach selber. Habe den dann dementsprechend passend unterm Auto angepasst und von der Höhe her, dass ich genau die Linie vom Unterboden bis nach hinten durchziehe, weil der Polo halt optisch gesehen das Heckblech immer höher ist als der Schweller und somit ist jetzt auch das Heckblech auf einer Höhe mit dem Schweller. Ja, das Ganze halt auch selber gebaut, so wie es halt am besten passt. Ja, das ganze Auto
wenn mich jemand fragt, was ist daran eigentlich noch Polo? Ja, also was Original Polo noch von dem damaligen Auto ist vielleicht vorne so ein Stück vom Bodenblech. Der Rest ist irgendwie alles einmal umgebaut, sei es das Front- oder Heckblech, wo ich passende Lüftungslöcher reingemacht habe, sei es die Dachhaut, die ich neu drauf gemacht habe, weil ja, vor 10 Jahren hatte ich ein Sonnendach drin. Da ist ein komplett neues Dach wieder drauf gekommen, damit es halt wieder zu ist. Und ja, auch alles andere, die Sitzaufnahmen komplett geändert. Ich habe die Türen sind auch umgeändert, die Spiegel sind versetzt. Was auf den ersten Blick wahrscheinlich gar nicht auffällt, es sind sehr Mabea-Spiegel verbaut. Die ja, sieht man halt so nicht. Und so zieht sich das halt durch das gesamte Auto durch, dass ich überall kleine Details habe, wo man erst so auf den dritten Blick wirklich sieht, was es ist. Sei es von anderen Autos oder halt komplett selbst gebaut. Ja, eigentlich bedanken bei allen, die mitgeholfen haben. Das ist über die lange Bauzeit, sind das so viele Leute gewesen. Freunde, Bekannte, Firmen, sonstiges. Ist einfach zu viel aufzuzählen. Also jeder, der mitgeholfen hat, weiß, dass er mitgeholfen hat. Ich habe mich, glaube ich, auch bei jedem schon oft genug bedankt und ja, wie soll ich das jetzt alles aufzählen? Ja, danke fürs Zuschauen und lasst einen Daumen da oder auch einen Kommentar, wie ihr das Auto findet und abonniert den Kanal und bis bald.